Manche Menschen lassen alles hinter sich. Andere bleiben für immer. Manche bauen etwas auf. Andere halten was am Leben. Wir haben in Marokko 5 Menschen getroffen. Und keiner lebt das gleiche Leben. Die Frage ist, welches davon fühlt sich richtig an? Willkommen bei Miles Meets Moments. Wir sind Alex und Jürgen und wir zeigen, wie deutsche Unternehmer überall im Ausland ihr Glück gefunden haben. Er hat alles hinter sich gelassen. Joachim. Ich habe früher für ein Reisebüro, ein deutsches Reisebüro hier Touren gemacht und habe in dem Zusammenhang dann eine Marokkanerin kennengelernt, die meine Frau geworden ist. Und deswegen habe ich mich dann hier auch niedergelassen. Und wir haben 3 Söhne, die teilweise mitarbeiten hier auch. Und auf der anderen Seite ist es noch eine Baustelle, ist noch nicht ganz fertig. Da soll mal ein Achat-Museum reinkommen, aber das dauert noch ein bisschen. Da brauchen wir noch einen Investor. Du hast ja gestern schon gesagt, hier war nichts, als du ankamst. Und, ja, weil ich eben ungefähr 10 Jahre lang habe ich Touren geführt für das Reisebüro. Und da habe ich halt dann auch die Erfahrung gemacht, was vielen Gästen dann auch fehlt, eben ein Platz, wo man zur Ruhe kommen kann, wo man seine Ruhe hat vor anderen Leuten oder Hunden und so weiter und so fort. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich immer die Möglichkeit habe, sowas aufzubauen, dann möchte ich das gerne machen. Und so ist es entstanden. Es ist jetzt schon 26 Jahre her. Vielleicht geht es gar nicht darum, alles richtig zu machen, sondern überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Und dann gibt's noch Menschen, die bleiben. Ich bin die Aisha Schatz, geboren Noah. Ich komme aus Marokko. Aber seit über 33 Jahren war ich verheiratet mit einem Deutschmann. Und da haben wir das Betrieb seit 97 haben wir den Marokko-Reisen angefangen und bis heute mache ich jetzt, weil mein leider ist verstorben. Menschen, die nicht alles hinter sich lassen, sondern etwas aufbauen. Aisha. Die Idee kam von meinem Mann, Reinhard Schatz. Und der hat als wir erstmal 96 ein Haus oder eine Villa gekauft in Marrakesch. Und die war die Villa so groß, dass sie 13 Zimmer haben, 4 Salons und 4 Bäder. Und dann kam mein Mann auf die Idee, viel Zimmer braucht man nicht. Warum machen wir das Marokko-Reisen? Ich kann Marokko und du bist Marokkanerin. Und da kann man dann den Leuten Marokko zeigen. Und dann kam auf die Idee, das Marokko-Reisen zu machen. Ich war erstmal dagegen, weil es nicht mein Bereich Hotelier zu machen. Ich habe was anderes gelernt. Ich war Elektrikerin für Industriemaschinen. Da habe ich das Beruf gelernt und gearbeitet 7 Jahre. Und danach bin ich nach Deutschland und habe geheiratet. Und dann habe ich 5 Jahre als Verkäuferin im eigenen Geschäft gearbeitet, für Edelsteinschmuck und alles Schmuck, was mit Edelstein zu tun. Ja, und dann haben wir die Idee, das Haus oder eine Villa in Marrakesch zu kaufen. Und dann, als mein Mann die Idee hat, Marokko-Reisen zu machen, dann bin ich erstmal so, ja, Marokko-Reisen habe ich gar keine Ahnung, wie man fahren, wie man Hotel betreiben, wie man die Gäste bedienen und so weiter. Aber ich habe aus Liebe für meinen Mann gemacht. Und dann habe ich mit der Zeit gelernt und viel dann gesagt, mache ich das. Und wir sind auch Marokkaner, wir sind auch gewöhnt, Gastfreundschaft. Sie ist geblieben, weil sie wollte.
Manche fangen neu an, sie hat einfach weitergemacht. Das ist Kontinuität. Und dann gibt es Menschen, die müssen überhaupt nichts verändern. Und dann gibt es Orte, die sich nicht verändern. Jeden Tag die gleichen Handgriffe, die gleichen Abläufe. Im Hintergrund läuft alles weiter. Der Hammermeizer. Er macht jeden Tag dasselbe. Jeden Tag. Und genau das ist sein Leben. Und dann gibt's Menschen, die zwischen zwei Welten leben. Sie kennen die Geschichte hinter den Orten und die Menschen dahinter. Unser Guide zeigt uns Meknes als echtes Leben. Mustafa. Hier wird gemacht seit Generationen. Und das alles sieht man nur, wenn man jemanden hat, der den Weg kennt. Und manchmal führt dieser Weg genau dorthin, wo es wirklich zählt. Zu den Menschen, die dafür sorgen, dass alles weitergeht. Hier entsteht nichts für die Vitrine, sondern für draußen. Yassir. Für Wege, die keine Straßen sind. Jeder Handgriff hier entscheidet darüber, wie weit man kommt. Und manchmal auch, ob man überhaupt ankommt.
Yassir weiß das. Fünf Menschen, 5 völlig unterschiedliche Leben. Joachim, Aisha, der Hammamheizer, unser Guide und Yassir. Und keiner von ihnen lebt falsch. Der eine geht, der andere bleibt. Manche verändern alles und andere gar nichts. Und trotzdem, es passt für sie. Vielleicht gibt es nicht den einen richtigen Weg, sondern nur eine Frage. Lebst du dein Leben oder das von jemand anderem?